Heute zeige ich euch diese coole Object Transition. Und ich würde sagen, wir drödeln gar nicht lange herum. Ich habe hier schon 2 Clips vorbereitet. Was man als erstes machen muss, ist, dass wir uns aus diesem Clip, in den wir rein transferieren wollen, dass wir uns da einen Frame rausholen. Das geht auch ganz einfach. Ich klicke hier einfach mit der rechten Maustaste drauf und dann gehe ich hier in die Retime Controls. Dann habe ich hier unten so einen kleinen Pfeil, da drücke ich drauf und dann kann ich hier einen Freeze Frame erstellen. Achtet dabei darauf, dass euer Cursor am Anfang des Clips quasi steht. So, jetzt hat er mir hier den Freeze Frame erstellt. Dann gehe ich mit meinem Cursor hierher und schneide den quasi ab. Okay, jetzt kann ich hier die Länge verändern und zwar würde ich hier auf 14 Frames gehen. Das ist die untere Zahl, die eingeblendet wird. Jetzt bin ich hier bei 14 Frames. Den muss ich jetzt hier oben drüber positionieren und dann kann ich den hier ranschieben. So, damit ich mit dem Ding hier arbeiten kann, muss ich den aber noch in einen Fusion Clip umändern, sonst hätten wir nur einen Frame hier drin, da können wir nichts machen. Okay, wenn ich das jetzt einfach mal so durchlaufen lasse, dann sehen wir, es läuft der erste Clip, dann kommt ein Standbild und dann kommt der. Okay, gehen wir hier mal in Fusion rein. Dann haben wir hier das gewohnte Bild und als erstes kopieren wir uns hier den Eingang. Das habe ich mal gemacht und jetzt hat er mir auch gleich hier eine Merge Node mit erstellt. Okay, danach brauchen wir hier so eine Maske. Wir müssen jetzt nämlich die Dame hier ausmaskieren. Das Ganze kommt hier in den Vordergrund rein, also brauchen wir die gelbe Node. Ihr könnt sie euch zur Einfachheit auch umbenennen. Ich lasse es jetzt mal so. Okay, ich werde jetzt also hier mal so ein bisschen nachzeichnen. Werde mir dabei jetzt aber nicht zu viel Mühe machen. Das funktioniert in der Regel ganz gut, wenn man hier einfach schnell rüberhuscht. Man kann ja zur Not noch mal ein bisschen nacharbeiten. Okay, das war's dann auch schon. Was wir als nächstes brauchen, ist so eine Transform Node. Die hänge ich mir jetzt sowohl hier eine rein, als auch hier eine rein. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal unsere Schablone auf einen geteilten Bildschirm hier an. Jetzt sehen wir, hier haben wir so eine kleine Ecke, die würde ich vielleicht sogar noch ausbessern hier. Das war die Geschichte. Ja, den Rest kann man eigentlich lassen, damit kann man arbeiten. Okay, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir das ganze Ding bereits animieren. Wir brauchen hier auf jeden Fall den 7. Frame, also die Mitte. Ich habe ja 14 Frames lang gemacht. Brauchen wir hier die Mitte und hier soll die Person jetzt quasi dann im Bild schon sein. Das bedeutet, ich schalte jetzt hier die Animation ein, gehe zum Anfang des Clips und dann schiebe ich sie einfach runter, bis er aus dem Bild draußen ist. Im Gegenzug dazu brauchen wir den Hintergrund. Da würde ich mir jetzt einfach die bereits erstellte Maske hier nehmen, einmal kopieren, dann schließe ich die hier an den zweiten an. Und dann werde ich die aber invertieren. Jetzt habe ich hier genau das Gegenteil. Und die würde ich auch nicht, ich mache hier mal den hier, so, die würde ich auch nicht von unten einfliegen lassen, den Hintergrund, sondern den lasse ich jetzt von oben kommen. Auch das ist natürlich kein Problem. Ich klicke hier meine Transform Node an, gehe ans Ende, dann mache ich hier meinen Keyframe, dann gehe ich auf die 7, auf den Frame 7 und dann ziehe ich das so weit raus, bis er oben ist. Jetzt habe ich von der Animation her bereits alles erledigt. Jetzt machen wir noch ein paar Feineinstellungen. Das hier ist ja die Dame. Da werde ich hier jetzt mal die Splines aktivieren. Das ist die Transform Node 1. So, das markiere ich mir und dann drücke ich S. Da brauche ich jetzt nichts weiter großartig machen. Dann klicke ich das aus und nehme mir den zweiten vor, den zweiten Transform. Hier werde ich auch beides markieren und S drücken, aber ich werde hier den noch ein bisschen ranziehen. Nicht ganz so weit, damit einfach das Ende quasi ein bisschen schneller runterkommt. Wir dürfen aber nicht zu weit gehen. Ich positioniere mich mal hier, dass hier bis zum Ende die Animation tatsächlich läuft. Aber wir sehen, am Ende beschleunigt er, das passt ganz gut. Okay, würde ich jetzt also mal so lassen. Dann mache ich die Splines wieder aus
Und jetzt müssen wir noch eine Sache machen, und zwar in beiden Fällen den Motion Blur einschalten. Bei der Dame, die habe ich jetzt ausgewählt, da würde ich gar nicht so viel machen. Den schalte ich jetzt einfach mal auf 3 und beim Hintergrund würde ich ein bisschen mehr machen. Da schalte ich den Motion Blur mal auf 8. Okay, damit haben wir das jetzt alles erledigt. Dann gehe ich jetzt mal zurück in die Adding Page, lasse das Ganze durchrendern und dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Und ich habe es gleich vervielfältigt, damit man uns das ein bisschen öfters anschauen kann. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lass gerne einen Like da. Wenn du noch Fragen hast, stell sie in den Kommentaren. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere gerne den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.